Und das sind wir auch schon wieder auf der Suche nach der Medusa. Aber es nervt mich ein bisschen, dass wir in der letzten Folge nicht in Adams Zimmer waren und auch nicht bei Napoleon im Zimmer. Ist das nicht schon griechische Darstellung? Und ich hätte da gerne noch ein bisschen rumgestöbert. Es nervt mich wirklich ein bisschen. Nun ja, gehen wir mal kurz um den Tisch hier drumherum. Vielleicht haben sie noch irgendwas für uns dagelassen. Nichts mehr zum Knabbern. Und dann reden wir mal hier mit dem Kardinal. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, the sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Ja, so langsam könnte das möglich sein. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, but continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? Was nehme ich denn von beiden? As I haven't visited all the manor yet, I wondered if you hadn't seen a Medusa by any chance. I beg your pardon? Yes, la Gorgogne, the Medusa from Greek mythology. Would you have seen one in any shape or form? Not at all, my son. I'm not sure what you're getting at, but unfortunately, I'm not going to be of any use to you. Thank you anyway, Your Eminence. I won't take up any more of your time. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. Schön, die Konversation war doch jetzt echt schön. Hunderte von Schmetterlingen. Was ist denn das schon? Alter, diese Bilder hier. A swine and a salon. That's an odd choice of decor. Was ist das? Das ist cool, das Bild. Das Hundi gefällt mir. This painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Alles sehr seltsam. Das ist ein schönes Stillleben. Dining on ham. Well, that's very appetizing. Und hier? Circe. Ich weiß nichts mit dieser Kirche anzufangen, also da muss ich gerade passen. Oh, Moment. The lock is surrounded by a triple circle. Ich müsste diese Fertigkeit hoffentlich nochmal irgendwann erlernen. Nichts für mich. Auch nichts für mich. Das Bild ist so gruselig irgendwie. Stehen da Stiefel neben dem Schweinekopf? Vorne an der Schnauze? Passt so aus. Okay, da kommen wir hier nicht. Wer ist diese schöne Frau? Romney painted Lady Hamilton as Circe.
Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? Oh. Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Was ist das denn für ein schönes Bild? Circe turning Ulysses' companions back into humans. Soll das irgendeine Anspielung jetzt gerade sein? Der Kirke? Oh, Brüste. Oh nein. Ulysses and Circe at the table. If I were you, Ulysses, I wouldn't drink the wine. Mein Gott. Man sieht Brüste. The Conversion of Ulysses by Gurs. Circe changing Ulysses' companions into swines. Also so mit nackten Frauen haben sie es hier. Noch mehr Schweine. Warum ist dieser komplette Raum Odysseus gewidmet? Da ist wieder das Schinkenbild. Muss ich jetzt hier weiter oder? Okay, hier geht's lang. Ich möchte gerne auf der anderen Seite nochmal gucken. Da war ja auch eine Tür. Okay. Hier hat noch was geklingelt, oder? Ja, da. Was haben wir hier? Okay, geht also nicht. Noch ein Bild? Nein. Hier haben wir noch was. Aha, mit einem okkulten Erzsymbol. Moment. Lass das sein? The lock is surrounded by a triple circle. 3 Kreise für das Erzsymbol. Schade, leider nicht. Na, suchen wir noch ein bisschen. Muss ja auch... Okay, wir entscheiden uns für die Tür. Meine Hausbibliothek ist größer. Was ist das? Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Oh, jetzt will ich es aber lesen. Ist doch immer so, das Verbotene ist immer am interessantesten. Honey, the remedy of the gods. Das ist der Wahnsinn, diese Bibliothek. Ich habe sie alle gelesen. 2-mal. Diese Haltung, super. Ich finde das Spiel echt klasse. Aber wenn es halt nur Rätselspaß ist, Pages aber... out of an old encyclopedia. Oh, jetzt haben wir es endlich geschafft. Was? Ach so, nee, das war die Sammlermünze. Echt Wahnsinn. Und hier raus. Okay, jetzt können wir dann in der nächsten Phase mal diese Enzyklopädie. Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Wir werden uns jedes einzelne Bild ansehen. Und die Musik ist mal wieder ganz schön laut. Ich versuche sie zu übertönen. Ah, painting by Ingres. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Kranke Scheiße. Liberty or Death by Regnault. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. Diese
Bilder sind da Wahnsinn. Allegory regarding the decoration of the rights of men. That's the least you could say. Wunderschön. Ich finde, in solchen Bildern hatte Kunst wenigstens noch was zu erzählen. Celia. That name means nothing to me. Wir gucken uns jetzt jedes Bild an, das könnt ihr wissen. Das ist Fakt. Nee, ich möchte mich nicht hinsetzen. Christ Crucified by Velázquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alcudia. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family, a painting by Raphael. Es ist... Amber. War jetzt der dritte. Einer fehlt noch. Ist das? Song of Roland. Roland feeleth his death is near, his brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Ist doch normal. Sind das die apokalyptischen Reiter? Wird das darstellen? 1, 2, 3. Also ich sehe 4 fertig. Bin mal gespannt, was es ist. The Fall of Phaeton. Another painting by Rubens. Ah, okay, doch. Poor Phaeton, struck by lightning by his father Apollo for borrowing his chariot and losing control of it. Moral: don't steal Dad's chariot. Wunderschönes Bild. Oh Gott, tut mir leid, ich krieg da einfach gerade nicht genug davon. Schade, das da oben kann ich mir nicht erklären lassen. Was ist das? Die 4 Musketiere? The Company by Rembrandt. Kriegt man doch gerade Lust auf Kunstgeschichte. A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer's particularly fond of this painting. Ja, das letzte. Carmelite water will give me a little reprieve. Okay, dann erläutere uns mal das Bild. By Leonardo da Vinci. The last day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Ich bin etwas sprachlos hier gerade, also tut mir leid, wenn ich schweigend umherrenne. Solche Kunst finde ich mega beeindruckend. Wie schon gesagt, erzählt jedes Bild seine eigene Geschichte. In so vielen Bildern gibt es was zu entdecken. Oh, hier. Das könnte... Ach, guck mal an. Ich habe Medusa gefunden. A painting with no name. Das ist bestimmt unser Gastgeber. Das ist definitiv unser Gastgeber. Und da drüber Jagdhunde, die einen Wolf reißen. So, Medusa gucken wir uns gleich an. Jetzt hier das Kästchen. Gut, ich muss diese Schlösser knacken irgendwie. Ja, Gewandtheit habe ich auch noch nicht erlernt. Oh, Brüste gezeigt. Mist. Okay, dann gucken wir uns jetzt mal die Medusa an.
I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern. And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Nun gut, dann fangen wir mal an. Ja, eigentlich müsste... Den können wir, glaube ich, so stehen lassen. Nur den müssen wir noch mal drehen. When I see the lantern and the shield, I can't help thinking back to my childhood. Mr. Dorfer, our teacher. As soon as the sun came out, I got a kick out of distracting him with the inkwell by deflecting the light with it. I'd turn it in such a way as to direct a spot of light onto his face, not strong enough to dazzle him, but just enough to annoy him. Hey, what if I tried to annoy the Medusa with the lamp on the shield? Position it just right, and it might work. Klappt das so? Oh, was ist denn das? The origin of myths, a reinterpretation of legendary creatures. Just what I need. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. There's an extra line in the Latin translation. The night light was reflected in the shield and blinded the monster. So the hero with the sword seized the opportunity and cut off its head. Okay, die Laterne zeigt jetzt auf den Typen mit dem Schild. Das Schild richtet sich natürlich auf Medusa, damit es hinreflektiert. Und der muss jetzt Richtung Medusa gedreht werden. Und du guckst zum Schild. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. There's an extra line in the Latin translation. Gut, das hatten The wir night schon. light was reflected in the shield and blinded the monster. So the hero with the sword seized the opportunity and cut off its head. Wir den so drehen. Ah. Jetzt hat's geklappt. Whoa. Rah! For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here.
Machen wir Oh, mal yeah? das. So tell me what you're doing here. I Yeah, just like me. probably, but I asked the question first. Well, then, we'll pretend you haven't asked me yet. What about a little gallantry, Louis? Come on, I'm listening. What are you doing here? Ah, komm. Wir machen das. Since you insist, Duchess, gallantry obliges this. Ladies first. You just won't give in, will you? I'm sorry, madam. It isn't in my nature. Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh, yeah. In your dreams. At your service, madam. Ach, super. Jetzt sind wir jetzt in einem geheimen Teil der Bibliothek gelangt, oder was? Nun gut. Ja, dann werden wir mal der Dame helfen. Aber natürlich erst in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Genauso gerne könnt ihr es auch in den anderen sozialen Netzwerken teilen, dieses Video. Und nun sehen wir uns wirklich in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.